Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, warum jetzt hier diese schnelle Zwischensendung mit Alarm? Wir haben am Samstag durch den Kollegen Zufall was entdeckt, was wir eben euch nicht vorenthalten wollen und schnell unter die Leute bringen möchten. Und zwar, wir haben wahrscheinlich, oder ich gehe mal davon aus, das ist es, den Kipphebelhund gefunden, also quasi den Fehlerteufel, der uns permanent das Leben schwer macht bei der 96 KTM SMC und SMCR, warum die Kipphebel kaputt gehen. Wir haben heute den 30.05. und am Samstag, beziehungsweise am Freitagabend, meldet sich ein Kunde bei mir über Facebook, sein Motorrad würde auf einmal laute Klappergeräusche von sich geben. Und was er jetzt machen sollte. Ich sage, ja klar, kein Thema, Samstagmorgen bitte sofort hier hinkommen, schaue ich mir direkt an. Hat er auch direkt gemacht, war super, 10 Uhr war er hier und haben wir direkt Ventildeckel aufgemacht und siehe da, das Bild haben wir dann gesehen. Ja, wenn ihr hier drauf schaut, da wo der Pfeil sitzt, die Kipphebelwelle des Einlasskipphebels wanderte Fahrtrichtung rechts nach außen, guckte also schon ein Stück raus. So, ja, dachte ich, okay, wie kann das sein? Hab dann einen Schraubenzieher geschnappt und bin dann mal dran an die Welle von links und hab dann mal an der Welle gedrückt. Und was dann passiert, das seht ihr jetzt. Ja, ne? Plopp macht es und da war die Achse weg. Ja, weil sie nämlich nicht mehr fest war im Kipphebel. So, was passiert denn da genau? So wie es aussieht, sind die Verpressungen der Kipphebelwelle in dieser Fassung oder in diesen beiden Ärmchen nicht ausreichend. Die löst sich, die Kipphebelwelle wandert nach rechts raus und wenn sie dann spätestens diese 3-4 mm links verlassen hat, die Achse, ist die natürlich nur noch auf der einen Seite geführt. Dann kommt die Nockenwelle nach oben, kriegt richtig Druck, oder die Kipphebelrolle kriegt Druck, verkantet sich, die Kraft kann nirgendwo mehr hin, also wird auf der linken Seite nicht mehr gehalten und quasi die Welle bricht oder reißt dann aus der rechten Fassung raus. Und dann fällt die ganze Scheiße da in den Kopf rein, ja, und das meistens aber bei unteren Drehzahlen, Gott sei Dank, weil wahrscheinlich bei hohen Drehzahlen die Fliehkräfte dann doch noch zu hoch sind, aber dann meistens so, wenn man so an die Ampel zurollt und will lieber losfahren, Pump, Klatsch und das Ding steht und alles ist fest. So, wie das genau aussieht im Detail, die haben wir ja Gott sei Dank rausholen können, das zeige ich euch jetzt. So, hier ist er, der Fehlerteufel, den wir da rausgeholt haben am Samstag. Ja, und ihr seht jetzt hier schon wieder, dass die Achse nicht richtig drin sitzt. Wenn ihr ein bisschen rausschiebt, kann man sehen, die guckt hier etwas raus. Ja, und wenn ich jetzt hier drücke, ja, sieht man schon, wie der ganz leicht raus und rein geht. So, aber er geht nicht mehr ganz rein, ja, bleibt also hier immer ein Stück stehen. Jetzt drücke ich den mal raus. Und ihr seht hier, wie schon diese Seite eingelaufen ist. Ich zoome mal ein bisschen ran. Ja, ich hoffe, er stellt sich scharf noch. Ja, ein bisschen zurück. So, hier kann man jetzt schon schön sehen, wie dieser Bolzen in dieser Fassung gearbeitet hat. Wie der sich dann quasi ausgearbeitet hat und dann dementsprechend überhaupt nicht mehr halten konnte in diesem Arm. Ich habe euch hier mal jetzt die alte und die neue Version gegenübergestellt und hier kann man schön erkennen, dass also die Phase, die hier eingesetzt ist, also diese Senkung, wesentlich kleiner ist als an der neuen Variante. So, das lässt natürlich die Vermutung zu, dass durch diese sehr tiefe Senkung hier natürlich hier auch die Pressfläche in dem Ärmchen schmäler wird. Ja, also wo die Achse gehalten wird. Ob es daran liegt oder einfach nur an der nicht ausreichenden Verpressung an sich, kann ich natürlich nicht sagen, will ich auch nicht behaupten, um Gottes Willen. Nur, man sieht halt
ganz klar hier einen sehr starken Unterschied. Auf der anderen Seite ist es genauso. Und daran erkennt man halt auch die neue und die alte Variante. Wie gesagt, ist eine Vermutung, kann sein, muss aber nicht. Ja, was jetzt? Ja, aber wir haben uns ja natürlich was überlegt, wie man das wieder hinkriegt oder beziehungsweise wie man da schnell eine Lösung findet. So, los geht's. Ihr seht jetzt ja hier diese Rille von dem Presswerkzeug. Die nehmt ihr einfach Körner und stellt den einfach jetzt hier in die Rille rein und gebt dem mal kurz einen drauf. Genau 180 Grad versetzt. Dasselbe nochmal. Nicht wie ein Ochse draufkloppen, müsst ihr gar nicht. Nur kurz antitschen. Und schon haben wir die Körner sitzen. Ja? 4 Stück reichen. Dadurch kriegt ihr hier eine Verpressung rein. Ich mal die Kamera treffe, so. Kriegt ihr die Verpressung hier rein und die können nicht mehr raus. Ja, gleiche Spiel natürlich auf der anderen Seite. Und dadurch seid ihr auf der sicheren Seite. Ihr seht, das ist gar nicht, ich muss ja gar nicht draufhauen wie so ein Verrückter. Nur einen kleinen Titsch eben. Und durch dieses Ausbordern quasi jetzt hier nach da, kann die Achse nicht mehr rauswandern. So, das war die präventive Maßnahme, die ich nur empfehlen kann. Ja, also für jeden 96er-Fahrer. Für die neueren Modelle natürlich noch eher, also die mit diesen hellen Kipphebeln. Ja, da ist wohl das Problem akut. Bei den älteren Modellen, bei den dunkelgraueren oder dunkleren Kipphebeln ist ja mehr das Problem, dass da die Welle einläuft, also dass die einfrisst. Macht es schnellstens, ne? Umso eher seid ihr auf der sicheren Seite. Und wenn ihr es nicht selber machen wollt, fahrt zum KTM-Händler und fragt den, ob er es für euch machen kann. So. Und in diesem Zuge noch natürlich auch noch ein Appell an unsere oder an euch, an die KTMler, die das jetzt hier schauen. Ich weiß, es ist immer bescheuert, wenn irgendein Externer da sowas zeigt und das einem Vertragshändler erzählen will. Ich will euch nichts erzählen, ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber ich hatte halt das Glück, in diesem Moment diesen Schaden hier zu haben. Und ich möchte nur dieses Wissen weitergeben, mehr nicht. Ja? Also, wir können uns da eine Menge verärgerte Kunden, Kulanzanträge, Garantieanträge vom Hals schaffen, beziehungsweise nicht machen müssen, wenn man da mal eben kurz ein paar Körner reinhaut. Ist nur eine Empfehlung für euch, ob ihr es macht, müsst ihr selber wissen. Ja? Gut, das war es dann für heute, die schnelle Nummer quasi. Und ja, nächstes Mal sehen wir uns bei Pyro TV Folge Nummer 9 und das wird so, ja, 3-4 Wochen noch dauern. Bis dahin und tschüss, ciao.